Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade allein im Haus, denn eigentlich, was ist das? Wäre in einer Stunde die Erdlieferung gekommen. Bisschen mehr als 1 Kubikmeter Erde, um den Garten aufzufüllen. Vorher müssen wir ihn außerdem, also bevor wir die Säcke öffnen, müssen wir außerdem noch die Erde aufgraben. Da haben wir hier das Werkzeug gekauft, das habt ihr im letzten Vlog gesehen. Und die haben mir gerade abgesagt, weil sie wollten gerade losfahren und jetzt ist der Truck kaputt, also der LKW. Ja, so ist es manchmal. Also so ist es vor allen Dingen in Chile, wenn man bei so kleineren Unternehmen bestellt, die halt nur einen Truck haben. Aber gut, also sie kommen jetzt stattdessen morgen, alles gut, halb so wild. Ich bin jetzt jedenfalls hier und ich habe wieder einen Haufen Sachen mitgebracht. Ich habe hier einen Koffer mit meiner Kleidung. Das ist das erste Mal, dass ich richtig Klamotten mitbringe. Dann hier die Sachen aus dem mittleren Bad der Wohnung, Mülleimer, Seife, Duschvorhang. Hier ist random Zeug drin, das kann in den Keller. Das sind die Pipi-Pads für die Hunde von meiner Freundin, weil die sind, also ja, die machen auch Pipi-Pads. Und darunter ist noch, hier ist eine Flasche, eine leere, die musste noch zerschneiden. Die ist gedacht zum Bohren, wenn wir bohren in die Wand, dass man das drunter halten kann und das auffangen kann. Und dann ist hier noch was von diesen Blättern, die ich ja als Deko hatte. Genau, und das hier ist einfach Zewa. Irgendwann war mal Zewa im Angebot hier. Und dann habe ich so viel gekauft, dass wir jetzt immer noch so viel haben. Genau, also das verräume ich jetzt mal. Das ist übrigens der Sackkarren, der ist so genial einfach. Das muss ich euch mal zeigen. Der ist von der Marke Stanley. Ich weiß nicht, ob es das in Europa auch gibt, aber der ist unfassbar genial. Der kann 137 Kilo so tragen oder man kann ihn auch quasi nochmal verstellen. Ich weiß gerade gar nicht, wie das geht, weil ich das noch nicht gemacht habe. Genau, oder man kann ihn quasi so haben und das ist fast ein bisschen hoch. Jetzt das hier wieder ein wenig runter. Genau, oder man hat ihn so und so kann er, glaube ich habe es jetzt vergessen, ich glaube irgendwie so 70 Kilo oder so. Also richtig geiles Teil und kann man auch komplett zusammenklappen alles. Dann ist es voll klein, nur so wie das quasi. Richtig genial. Hat 130 € gekostet. Und wir machen jetzt den Umzug selber, haben wir beschlossen. Das heißt, wir sind wirklich froh, dass wir das jetzt haben. Und auch dadurch, dass uns das alles gehört und wir ja jetzt vielleicht noch mehr machen im Haus und renovieren und anpassen, dann ist es wirklich nice to have. Also egal was für Einkäufe, auch wenn man Getränke einkaufen geht zum Beispiel oder sowas. Wir haben ja kein Auto, dann kann ich das damit machen. Richtig gut. Okay, so, dann überlege ich mir jetzt mal kurz, womit ich anfange. Ich glaube, die Sachen mal ins richtige Stockwerk zu bringen, das wäre ein Anfang. Ach genau, den Rollwagen habe ich auch dabei. Hier, das meine ich damit. Da ist ein Handtuch drin und da sind ansonsten, glaube ich, Sachen aus meinem Büro drin. Genau, und hier sind noch Küchensachen drin. Die kommen aber vielleicht jetzt auch erstmal noch in den Keller, weil wir gerade keinen Platz haben in der Küche. Da sind wir. So. Also die Kleiderschränke sind ja relativ groß hier im Gang. Mein Mann hat die hinteren 3 Türen und ich habe diese 4 Türen. Ich habe einmal Schubladen, was ganz nice ist, und Fächer. Ihr seht ein bisschen, was ist schon dabei. Und der Rest ist alles Kleiderstange. Irgendwie bin ich... Ah, okay, jetzt ist es besser. Genau, also jetzt könnt ihr es sehen. Und da unten Schuhfach, da seht ihr auch schon meine Schuhe. Und die anderen beiden sind, wie gesagt, einfach nur Stange. Genau, das ist also mein Kleiderschrank. Und der ist hier im Gang, sodass quasi das Schlafzimmer komplett frei ist. Und die sind auch schon da, das habt ihr schon gesehen. So, das hier sind die Klamotten, die ich schon eingepackt habe. Dann räume ich die jetzt mal in den Schrank. Wir haben weniger Schubfächer, also weniger Regalbretter und mehr Hänger. Deswegen haben wir noch ein paar Kleiderbügel gekauft gehabt.
okay, ich habe jetzt die Sachen einfach mal vogelwild reingestellt und reingelegt. Ich habe jetzt bloß noch ein paar Sachen im anderen Kleiderschrank. So viele Sachen habe ich irgendwie anscheinend echt nicht. Ja, ist so. Das heißt, das ist jetzt erstmal erledigt. Der leere Koffer kann dann wieder mit in die Wohnung oder vielleicht brauche ich ihn auch gar nicht mehr. Mal gucken. So, erledigt. Okay, die Sachen sind jetzt alle ausgepackt. Max war jetzt auch kurz da und hat mir geholfen, das Sofa, das Bürosofa, was gerade noch hier stand, was da drin stand, also hier, das haben wir jetzt gerade hochgetragen und das erste Mal unseren Akkuschrauber benutzt, den wir hier gekauft haben. Das war irgendwie eine schwierige Entscheidung, weil einerseits brauchen wir den halt voll selten, andererseits ist es halt immer gut, was Gescheites zu haben. Und das ist immer so ein bisschen der Zwiespalt, in dem wir sind. Weil es gibt halt hier nicht so einen riesen Kreis an Leuten, von denen wir uns Werkzeug ausleihen können. Vor allen Dingen, weil wir es halt am Anfang ständig brauchen. Egal, jedenfalls werde ich jetzt mal kurz mit dem Hund gehen. Genau, weil Max hat mir nämlich den Hund mitgebracht, der liegt hier. Und er ist jetzt essen gegangen mit einer Arbeitskollegin und ich warte jetzt noch kurz auf meine Freundin Fran. Die wird nämlich jetzt mal die Küche vermessen. Die hat ja dieses Umbauunternehmen. Und nachdem das mit dem Anna Maestro jetzt abgesagt wurde, der Grund, warum wir überhaupt mit dem Anna Maestro gearbeitet haben, ist, weil der günstiger war und es halt am Anfang nur ein kleineres Projekt war. Also wir quasi nur das Gäste-WC rausreißen wollten. Und wir es halt direkt vorm Einzug, also jetzt im Juni quasi noch machen wollten, während wir halt noch die Wohnung haben. Und das Unternehmen von Fran hatte halt jetzt keine Kapazität mehr im Juni. Und ich habe dann mit ihr auch darüber gesprochen und sie meinte so, nee, das ist jetzt nicht so eine Riesensache und der ist auch günstiger, weil der ist halt alleine und sie hat halt die ganze Manpower hinter sich. Das heißt, wir haben darüber geredet und beschlossen, dass es mehr Sinn macht, wenn wir quasi nur mit ihm das Bad machen. Aber nachdem wir das jetzt abgesagt haben, weil das Holz von unserer Küche ausverkauft ist und wir keine zwei verschiedenen Holztöne haben, haben wir beschlossen, dass wenn wir jetzt eh nicht den Zeitraum ausnutzen können des Junis mit dem Umzug und sowieso renovieren müssen, während wir schon hier drin wohnen, dann können wir auch gleich die ganze Küche renovieren, weil sie uns halt, also weil sie halt schlecht geplant ist. Das bedeutet, dass ich jetzt wieder mit der Fran im Gespräch bin und wir das vielleicht mit ihrem Unternehmen machen wollen. Wir warten jetzt gerade aufs Angebot, aber damit sie uns das Angebot vernünftig erstellen kann, muss sie erst noch mal messen. Und das heißt, ich warte jetzt hier auf sie und sie kommt jetzt dann mit 2, 3 Maestros vorbei und sie werden mal Maß nehmen, um uns dann ein Angebot zu machen. Also alles super kompliziert. Und die Idee wäre, die haben jetzt nämlich noch Kapazität im Juli und im Juli fliegen wir nach Deutschland. Das heißt, die könnten den Umbau machen, vielleicht während wir weg sind. Und das wäre halt mega gut. Also, mal schauen. Also vielleicht hat das Universum mit Absicht das Holz ausverkaufen lassen. Ich rede irgendwie sehr viel vom Universum in letzter Zeit. Also vielleicht war es gut so, dass das Holz ausverkauft wurde. Oder es ist nicht nur ausverkauft, es ist auch discontinued. Also es wird nicht mehr hergestellt, es ist aus dem Sortiment genommen. Das heißt, wir werden auch in Zukunft das gleiche Holz nicht mehr bekommen. Das heißt, wenn, dann machen wir die ganze Küche. Also, vielleicht war das so gewollt oder vielleicht ist es besser so, dass das Holz jetzt discontinued ist und wir gleich alles auf einmal machen und trotzdem nicht in der Baustelle wohnen müssen, weil vielleicht sie mit dem Unternehmen das machen kann, während wir reisen. Also es ist wirklich interessant, weil seit wir angefangen haben, darüber nachzudenken, was wir mit der Küche machen, haben schon sich 50 Mal die Sachen geändert und also die Voraussetzungen und wir haben schon x-mal umentschieden oder mussten umentscheiden. Und es haben sich so, also es ist alles irgendwie so ein richtig fluider Prozess und was ich euch heute erzähle, ist vielleicht morgen nicht mehr aktuell und so, weil hier in Chile ist halt auch alles extrem spontan und das merken wir gerade auch, aber wir versuchen einfach mit dem Flow zu gehen. So, und mein Mann hat mir jetzt den Hund vorbeigebracht, was ich gerade schon gesagt habe. Und ich habe jetzt meine Jacke angezogen und ich gehe jetzt mal mit dem Hund in den Park, weil der ist nämlich bis jetzt nur mit meinem Mann mit dem Fahrrad hergefahren, aber noch nicht richtig Gasse gegangen. Das heißt, das mache ich jetzt mal in der Zeit, in der ich auf meine Freundin warte. Was ich jetzt mal als nächstes mache, ist das hier sortieren. Also diese ganzen Pinsel, Stifte und Farben. Und ich habe meinen Rollwagen schon hier. Muss ich das jetzt mal alles da rein sortieren, damit ich mich mal hinsetzen kann in Ruhe. Das wäre nämlich mal was.
mein Rollwagen ist wieder fertig eingeräumt und ich habe wieder alles, was ich brauche und kann loslegen. Und das unterste Fach ist auch noch frei. Mal gucken, was ich dann da rein tue. Aber so gefällt mir das schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, ich weiß aber noch nicht, ob ich die Staffelei hier aufbaue oder ob ich die vielleicht sogar ins Schlafzimmer stelle. Hier sind jedenfalls meine ganzen Bilder. Mal schauen. Und das ist der große Spiegel aus dem Flur. Der hat leider ein bisschen was abbekommen, wie man da unten sehen kann. Also da hat Max dann leider die Kraft verlassen. Der ist nämlich ziemlich schwer. Und der ist mit den Ecken unten an der Treppe angestoßen. Aber ich denke, ich kann ihn trotzdem aufhängen noch, weil es ist jetzt nicht so drastisch und dann einfach eine Pflanze da unten davor stellen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich den hier in meinem Zimmer, hier in meinem Zimmer dann an die Wand hänge oder ob mir das dann zu viel ist. Und mal gucken. Muss ich mir überlegen, wenn mein Schreibtisch dann hier drin steht und ich dann sehe, wie viel Platz ich da tatsächlich noch habe. Das ist übrigens die Maske, die vorher gegenüber von der Haustür hing. Da weiß ich auch noch nicht genau, wo wir die aufhängen. Genau, und wir haben ja eh noch einen Haufen Bilder, die man überall aufhängen kann. Ich mache jetzt jedenfalls mal ein Päuschen mit meinem Lieblingsproteinriegel. Und dann muss ich noch die Schränke von innen messen. Ich will nämlich wissen, wie hoch das hier ist und wie breit und wie tief und auch die Schubladen, damit ich mir jetzt endlich mal Aufbewahrungskisten kaufen kann und hier nicht mehr so ein Chaos drin ist. Da sind übrigens meine Sommerklamotten, die könnten eigentlich auch noch eins höher, also in den richtigen Kleiderschrank und nicht nur hier im Büro. So, Fran und ihre Schwester waren jetzt da. Max ist fleißig am Garten hacken. Normalerweise würde ich das machen, aber weil mir immer noch so mein Fuß wehtut, hat Max es mir verboten und möchte es selber machen. Ich packe jetzt mal meine Sachen wieder ins Auto und mit meinen Sachen meine ich den Koffer, den Expander und so und ich glaube auch den Akkuschrauber und dann fahre ich nach Hause, weil die anderen 2 Hunde sind ja auch immer noch zu Hause und das war es, glaube ich, für heute hier im Haus. Ich muss Max mal fragen, ob ich jetzt den Akkuschrauber mitnehme oder ob ich den da lasse, weil wir müssen ja dann am Freitag auf jeden Fall alles auseinander sortieren, also abbauen und so daheim. Ich frage nochmal. Dann mache ich mich jetzt jedenfalls mal auf den Weg. Hello, hello, willkommen zum nächsten Tag. Es ist um 10:30. Die Hunde von meiner Freundin sind gerade beim Gassigänger unterwegs und ich packe gerade schon wieder das nächste Auto. Heute ist Mittwoch und ich muss mich jetzt dann sputen hinzukommen, weil die Erdlieferung ja gestern abgesagt wurde und die kommt jetzt heute. Und ich überlege jetzt gerade, was noch Sinn macht einzupacken, weil am Samstag ist ja der große Umzug und dann will ich eigentlich more or less alles erledigt haben. Also gucke ich gerade so ein bisschen, was noch alles mit kann. Was übrigens schon ankam, aber hier, weil ich ja nicht immer im Haus bin und wir da keinen Concierge haben, sind Lampenlieferungen und zwar diese 2 riesen Kartons. Wir haben ungefähr 20 Lampen kaufen müssen, also Deckenlampen. Nicht Stehlampen, so wie die im Hintergrund, nein, nein, so Deckenlampen. 20 oder mehr. Richtig viele, aber gut, es ist wie es ist. Das macht man einmal und dann hoffentlich nie wieder. So, ich packe jetzt mal eben das Auto und wenn die Hunde wieder da sind, dann mache ich mich auf den Weg, um die Erde in Empfang zu nehmen. Und da muss ich 2 Sachen wieder mit heimnehmen, nämlich einen Eimer, weil ich habe vergessen, dass ich oben auf der Terrasse noch das Fass habe und es muss noch ausgeleert werden. Und zweitens irgendwas anderes, was ich aufgeschrieben habe. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. So, ich habe jetzt mal hier die Wein- und Sektgläser eingepackt und Tees. Hier ist ein bisschen Wein drin und Lampenlieferungen und Spülmaschinen-Sachen. Und die 2 Kartons noch. Und das muss jetzt mal alles ins Auto. Also, Waschbärchen, Obacht. Also, so geht das jetzt schon seit Tagen. Vollgepackte Autos. Aber alles gut. Peu à peu schaffen wir das ohne Umzugskisten.
Und man braucht auch keine Riesenautos. So ein Kia Morning reicht auch aus. Leute, ich sag's euch, wenn man sich einmal drauf verlässt, dass die Chilenen unpünktlich sind, ne? Es ist jetzt Punkt 12, das könnt ihr nicht sehen. Und die Erde ist da. Ich habe gerade geparkt, dann habe ich schon den Laster vor der Tür stehen sehen und ich dachte mir, fuck. Und ich so, scheiße, war das so schon lang, es tut mir so leid. Dein Chef hat gesagt 12. Da war es halt 20 nach 11 oder so. Und er so, nee, alles easy, bin seit 5 Minuten da und so. Und dann hat er direkt zack, zack, alles reingeräumt und so. Und hat mir hier den Stapel gemacht im Wohnzimmer. Und ich war so in Hektik, ich konnte jetzt auf keinen Fall irgendwas filmen, weil ich musste dann irgendwie koordinieren mit Parkplatz und dies, das und irgendwie Fernbedienung geben fürs Tor. Und das war jetzt irgendwie mega hektisch, aber jetzt ist alles gut. Jetzt ist Punkt 12, die Erde ist hier. Und ich werde jetzt die Erde mal raus in den Garten befördern. Ich habe gerade schon einen Sack rausgetragen. Und ich kann ihn heben. Also es sind 50 Liter Säcke. Ich denke, sie wiegen nicht ganz 50 Kilo, ich weiß es nicht. Chaplin. Okay. Ja, dann mal los, würde ich sagen, ne? Hilft dir nichts. Die ganze Erde ist draußen, jetzt halt's auch wieder total. Mein Mann sagt eigentlich immer, wenn ich mit anfasse, ist es wie wenn 2 Leute loslassen. Aber ich finde es voll gemein. Ich bin einfach nur kein Teamträger. Es stimmt vielleicht, dass ich nicht so gut mit anpacken kann, aber alleine tragen kann ich eigentlich schon. Jetzt packe ich mal noch die ganzen Kisten und Tüten aus, die ich mit hergebracht habe. Und dann bin ich eigentlich für heute auch schon wieder fertig hier im Haus. Und dann denke ich, fahre ich wieder nach Hause, damit die anderen 2 Hunde nicht so lange allein sind. Okay, so richtig ausräumen kann ich eigentlich noch gar nicht, weil bei den Lampen, da hat meine Freundin Fran die Liste, welche Lampe wohin kommt. Das heißt, die packe ich dann erst aus, wenn ich die Liste habe und dann tue ich die gleich ins richtige Zimmer. Und ansonsten habe ich hier noch Küchensachen, aber die räume ich jetzt auch noch nicht ein, weil wir haben für hier so eine Kommode bestellt und da sind jetzt die ganzen Wein- und Sektgläser drin. Und die kommen dann da rein und die wird morgen geliefert. Das heißt, das lasse ich jetzt auch nochmal alles eingepackt und räume es dann morgen direkt in die Kommode. Und das heißt, ich bin für heute eigentlich schon wieder fertig hier im Haus. Ich gehe jetzt nochmal auf Toilette. Ich habe auch alles eingepackt, hoffe ich, was ich mit nach Hause nehmen muss. Nämlich den Eimer, um das Fass zu leeren. Dann den Carrito, also den, wie heißt das? Ja, den Hubwagen ist es nicht. Den Wagen halt einfach, ne? Den Schubkarren ist es auch nicht. Ach, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Damit wir dann die großen, schweren Sachen, die Waschmaschine und so fahren können. Und diese ganzen Papiertüten, die hatte ich ja alle jetzt hier ausgelegt für die Erde, damit der Boden nicht verkratzt. Die nehme ich jetzt auch wieder alle mit und schmeiße dann weg. Und ansonsten war es das eigentlich schon wieder. Also eigentlich alles easy. Ich habe jetzt immer noch nicht in den Schränken ausgemessen, aber ich glaube, das mache ich jetzt auch nicht, weil ich habe nämlich mein Mittagessen zu Hause vergessen. Und das ist jetzt Punkt 1 und ich kriege langsam Hunger. Das heißt, ich fahre jetzt heim und esse erstmal Mittag und arbeite zu Hause am Laptop ganz normal weiter. Und morgen bin ich dann eh wieder hier wegen der Möbellieferung. So, ich widme mich jetzt mal dem, was ich schon die ganze Zeit vor mir hergeschoben habe. Ich bin jetzt wieder in der Wohnung, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt. Habe ich euch eigentlich schon mein zweites neues Tattoo gezeigt? Ich glaube schon, in Instagram zumindest. Der Garten hier oben. Ich werde jetzt mal die ganze Erde einpacken. Yay! Ich wusste, dass dieser Moment irgendwann kommt, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich hier nur ein Jahr wohnen werde. Ah ja, naja, hilft ja nichts, gell? So, inzwischen geht die Sonne unter. Oh, wow. Seht ihr die Berge?
Cool, oder? Oh, ich bin fertig. Wow, das war jetzt eine ganz schöne Drecksarbeit, ich sag's euch. Also wirklich. Oh, ich glaube, ich habe jetzt knapp 3 Stunden gebraucht, aber ich war einmal kurz Gassi. Alter Schwede. So viel Volumen in diesen Beeten. Also hier sind ja immer noch die 2 Hunde. Und hier sind die 6 Hochbeete inzwischen leer. Und hier sind Säcke. Das ist die gute Erde. Und hier auf der anderen Seite sind die schlechten Sachen. Und ein Remo. Oh mein Gott. Und ich habe das alles mit dieser scheiß winzigen Handschaufel geschaufelt. Mir tut so mein Handgelenk weh. Aber es hilft nichts. Ich habe diese ganzen Säcke mit dieser Schaufel geschaufelt. Könnt ihr euch das vorstellen? Das alles. Oh mein Gott. Kein Bock mehr. Ich wusste, dass das irgendwann kommt, aber andererseits bin ich jetzt echt froh, dass das hinter mir liegt. Also ich muss das ja alles noch bewegen ins neue Haus oder entsorgen, je nachdem. Und ich muss die Beete noch auseinanderbauen und den Boden hier sauber machen und so. Und ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Monster von Schlauchsystem einpacken soll. Keine Ahnung. Aber das ist ein Problem der Zukunfts-Agnes, um genau zu sein, der Morgen-Agnes. Und ich gehe jetzt mal duschen. Ganz dringend. Ich bin von oben bis unten voller Staub. Oh, ich habe so Bock auf Duschen gerade. Und danach ist mal Feierabend für heute. Es ist jetzt 18 Uhr. Und dann gibt es später noch Abendessen und so. Und morgen geht das Umzugschaos weiter. Yay. Hey Leute, das ist 2 Tage später. Es geht weiter. Morgen kommt der große Umzugstag. Das wird wahrscheinlich ein neues Video. Aber heute geht es weiter. Ich habe jetzt mal die Erde, die ich vorgestern eingesammelt habe, hier auf den Wagen. Das sind jetzt noch nicht alle Säcke, aber 5 Stück, glaube ich. 5 von 9, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich habe nur ein ganz winzig kleines Auto, einen Kia Morning wieder. Das heißt, da passt wahrscheinlich gar nicht so viel rein. Ich tue jetzt erstmal die Säcke ins Auto und dann gucken wir, ich muss langsam mal reden. Und dann gucken wir, wie viel Platz noch im Auto ist. Oh, mir ist warm. Wie man vielleicht sehen kann. Okay, und außerdem habe ich hier die 3 Hunde, die mich anschauen und sich fragen, was zum Geier hier wieder abgeht. Und die muss ich jetzt da einsperren und dann geht das Gekläffe wieder los. Aber dann müssen die Nachbarn jetzt durch. In 2 Tagen sind wir eh weg. Dann dürfen sich die neuen Nachbarn freuen. Für die nächsten 3 Wochen. So lange habe ich nämlich die anderen beiden noch. Dieser Wagen hat sich schon sowas von rentiert, das kann ich euch gar nicht sagen. Also das waren wirklich eine der bestinvestiertesten 140 Euro oder 120 Euro, weiß ich jetzt nicht mehr, ever. Ach, die Säcke wiegen so viel. So, 2. Ladung mit dem Couchtisch und den restlichen Säcken und Sachen für mein Büro. Max war schon fleißig am Zusammenbauen, als ich hier angekommen bin. Wir sind jetzt schon relativ weit mit dieser Kommode, die dann da hinten an der Wand stehen wird. Ich bin so froh, wenn das erledigt ist. Wir haben es wieder bei diesem Laden bestellt, wo wir auch unsere Nachtkästchen gekauft hatten. Und die waren auch schon so eine Katastrophe zum Aufbauen. Also die hat Max alleine aufgebaut, aber er hat total geflucht. Und jetzt bei der Kommode hier sind so unfassbar viele Einzelteile. Wahnsinn. Ihr habt, glaube ich, den Esstisch auch noch gar nicht gesehen. Den habe ich gestern entgegengenommen und aufgebaut. Alleine. Wobei man sagen muss, das war echt keine Kunst, weil das waren einfach nur 6 Schrauben und das war's. Und alles, was da oben drauf liegt, diese ganzen Schrauben hier, das muss alles noch in die Kommode verbaut werden. Alles das hier ist alles für die Kommode, obwohl die eigentlich schon fast fertig ist. Also es ist echt Wahnsinn, wie viele Schrauben da drin sind. Und hier könnt ihr jetzt die Säcke sehen, die ich vorhin eingepackt habe. Also das ist die Erde von meiner Terrasse. Und heute hat es geregnet, damit habe ich nicht gerechnet. Ich hatte die Einkaufstaschen das sind die Getränke für die Umzugshelfer morgen. Das habe ich rausgestellt und das sind Papiertüten und jetzt hat es geregnet. Das habe ich irgendwie nicht ganz umrissen. Ja, und ansonsten haben wir wieder einen Haufen Papier. Kannst du das Glasding auspacken, jetzt, bevor wir den Deckel drauf machen? Oh, okay, alles klar. Gut, dann packen wir weiter aus. Weiter geht's.
Wir haben es halbwegs geschafft. Jetzt fehlt bloß noch all das hier, was auf dem Tisch liegt. Die Füße, die Schubladen und was auch immer das ist. Die Schubladen? Das hier, das Riesenteil? Wieso? Nein, nee, das ist das Brett, das ist. Ach so, stimmt, das ist einfach ein Regalbrett, ne? Ja. Okay. Ach so. Haben wir das vergessen? Die 10 ist das? Nee, die kommt hier dann erst ganz am Schluss. Die kommt einfach, die liegt dann da drauf. Dann. Okay, also, ach so, in der Mitte dann wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Genau, ach so, die kommt dann einfach hier in die Mitte. Okay. Das ist. Super. Wow, aber irgendwie müssen wir dann noch ein wenig Platz machen, weil morgen bringen wir das Sofa her, ne? Ja, ich würde es jetzt mal darüber stellen. Ja, okay. Wir sind wieder zurück zu Hause und jetzt beginnt das letzte große Packen. Alles, was jetzt irgendwie noch in Benutzung war, wird jetzt noch eingepackt und es werden alle Möbel demontiert. Der Geschirrspüler läuft noch 25 Minuten, dann wird er abgeschlossen. Die Waschmaschine wird abgebaut, das Bett wird auseinandergebaut und genau. Wie teilen wir uns auf? Soll ich einfach mal alles einpacken, was noch rumliegt? Ja, mach doch du. Wo ist eigentlich... Ach da. Mach doch du alles und nicht den Rest. Dann würde ich sagen, packe ich einfach alles ein und du fängst... Waschmaschine. Ich mach Waschmaschine oder Waschmaschine, okay, zuerst. Und danach machen wir das Bett. Okay, alles klar. Sounds good to me. So, das ist hoffentlich jetzt auch trocken alles. Dann kann das auch alles in die Koffer. Hier habe ich noch meine Elektronik und meine Jacken. Meine Kameraausrüstung. Mein Schreibtisch ist schon fast leer. Und jetzt muss ich noch mal gucken. Da oben hinten ist noch was drin. Und ansonsten ist der Schrank auch leer. Saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. Schon Wahnsinn, was sich so anhäuft in so kurzer Zeit. Vor allen Dingen Küchensachen, halt Tassen, Teller, Lebensmittel. Da sind noch meine restlichen Bürosachen jetzt drin. Max Bürosachen, Max Klamotten im Koffer. Da ist Dreckwäsche drin, in dem Karton, den ich aufgehoben habe, sind Teller und so weiter drin. Dann habe ich unseren Wäschekorb gerade mal ganz clever, glaube ich, halbwegs gepackt. Da steht hier mit Geschirr auch und halt so random Lebensmittel ein wenig ausgestopft. Aber es fehlt trotzdem, glaube ich, noch einiges. Also meine Klamotten muss ich jetzt noch packen. Das wird auf jeden Fall noch ein halber Koffer, denke ich. Also mal schauen. What it's like from the other side. Would you stay another night? 'Cause I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. Also meine Klamotten passen ziemlich genau in einen Koffer, Gott sei Dank. Get to know you. Just wanna get to know you. Oh, 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 oh! Ich konnte nimmer. Ich war zu langsam, verstehst du? Außerdem, was hätte ich tun sollen? Es ist einfach. Nein, Remo. Remo, raus. Oh, oh Gott. Alter, was wiegt denn diese Matratze, Alter? 100 Kilo? So. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass wir vorankommen. Más o menos. Das Bett noch, dann machen wir Feierabend. Das ist 20 nach 10 schon. Das war aber nicht deutsch, ne? Ja, aber más o menos versteht man, oder? Mehr oder weniger? Versteht man mehr oder weniger. Die drei denken sich, was zum Teufel? Was zum Teufel? Und ja, das denke ich mir auch so ein bisschen, weil je mehr man dann in die Schubladen kramt, desto mehr kommt da noch raus. Bei mir, meinen Schreibtisch müssen wir morgen früh noch auseinanderbauen. Ja, auch noch. Hier stapeln wir das Bett. Und so geht's munter weiter. Küche abgeschlossen, also entfernt quasi. Waschmaschine mit Sicherung. Und das sind unsere Küchensachen. Wow. So, das war Max' letzte Amtshandlung noch. Meinen Schreibtisch auseinanderbauen.
Es ist 10 vor 11 und ich mache jetzt Schluss, oder wir machen jetzt beide Schluss. Ich war schon duschen, Max geht jetzt noch schnell duschen. Und dann gehen wir auf unsere Matratze auf dem Boden. Und morgen wird es dann richtig ernst. Das filme ich euch aber in einem neuen Video. Das heißt, das war es jetzt mal für heute und wir sehen uns dann ganz bald wieder mit dem nächsten Umzugsvlog. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Bis dann.